März 2025, Zeit für eine neue Limited Edition aus dem Hause Kobi hier im Review. Und diesmal sogar fast zwei für den Preis von einer. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, zum März 2025 lässt sich Kobi was einfallen. Wir bekommen nämlich quasi zwei Sets in einer Limited Edition. Und zwar das Sonderkfz 222 und die TKS, die polnische Tankkette, namentlich das Kobi-Set 2656. Natürlich aus der Historical Collection, weil es zwei Fahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg sind. Und wir bekommen sogar noch ein Pferdchen on top. Was sich aber alles hier im Karton verbirgt und was wir auf dem Karton sehen, das schauen wir uns gleich an hier auf meinem Bautisch. Zum März 2025 haben wir eine interessante Limited Edition aus dem Hause Kobi geliefert bekommen. Das Kobi-Set 2656, 824 Steinchen beinhaltet dieses Set, 3 Minifiguren und ein Pferdchen. Das Set, das Sonderkfz 222 versus die TKS Tankkette enthält. Ein Set, das nicht so teuer in Anführungszeichen war, wie sonstige Limited Edition aus dem Hause Kobi, was natürlich der Teileanzahl geschuldet ist. Trotzdem haben wir hier drei interessante Sachen, nämlich die polnische Tankkette, das Sonderkfz 222 und das Pferdchen. Wie gesagt, diese drei Minifiguren. Eine Limited Edition natürlich im Maßstab 1:28 und es kommt natürlich aus der Historical Collection World War II. Es soll den 1. September 1939 widerspiegeln. Deswegen haben wir hier auch eine TKS-Tankkette des 61. Aufklärungspanzergeschwaders auf den Seiten der polnischen Armee und die weißen Balkenkreuze auf dem Sonderkfz 222 weisen ja auch auf ein Fahrzeug des Polenfeldzuges hin. Die Fakten bekommt ihr gleich bei den Infokarten. Wichtig ist noch, die Größen stehen dort auch drauf. Wir haben zwei originale Fotos. Einmal unser TKS Tankkette und unseres Sonderkfz 222. Hier auch echt mit weißen Balkenkreuzen. Und wir sehen, dass wir einen hohen deutschen Offizier haben. Unser Pferdchen, den polnischen Kavalleristen und den polnischen Panzerkommandanten. Nur echt mit schwarzer Lederkombi. Alles schön und gut, uns interessiert aber, was auf dem Platz die Wahrheit ist. Und die befindet sich ja immer hier im Karton. Deswegen lassen wir ihn typisch Blockstar einmal fliegen und schauen uns den Inhalt dieser Limited Edition genauer an. Ja Freunde, da liegt der neue Kobi Brick Separator, der Teiletrenner, bei uns auf dem Bautisch, sowie eine Bauabschlusstüte 1, eine Bauabschlusstüte 2, eine Bauabschlusstüte 3 unseres Kobi-Sets 2656. Wir haben hier eine Limited Edition. Ihr dürft ja gerne mal raten, welche Nummer. Schreibt es in die Kommentare. Also das Zertifikat, das legen wir an die Seite. Und wir haben eine Anleitung, klammergebunden, Hochglanz, gedruckt auf Papier. Auch wenn das Papier, finde ich, der neueren Anleitung etwas weniger wertiger daherkommt, finde ich, meine persönliche Meinung, als bei älteren Kobi-Sets. Dafür haben wir jetzt ja immer das Kartondesign gespiegelt, auch auf den Anleitungen. Wie immer der Hinweis Pad Printed, wir haben also keine Aufkleber, alles Drucke, sogar hier bei den Typenschildern gelasert, die wir später ja noch brauchen. Und wir haben ein Set, das eine Altersempfehlung von 10 Jahren hat. Die Info steht sogar auch auf der Homepage. Manchmal wechselt Kobi das irgendwie hin und her. Ja, die Anleitung beinhaltet 282 Bausteps. Und ganz interessant, deswegen fangen wir mal von hinten an, ist nämlich, dass wir hier das Pferdchen bestücken bzw. bemannen und wir haben hier einen Sattel. Den habe ich persönlich bei Kobi noch nicht gesehen in meinen Sets. Ich habe eine ganze Bandbreite an alten Kobi-Sets. Einen Sattel hatte ich da noch nicht, deswegen freue ich mich auf dieses Set.
Wir bauen Kobi-Anleitungen wie folgt. Ganz wichtig, immer auf diesen schwarz-gelben Kasten achten. Da haben wir die Sondersteine von Kobi, die wir hier sogar nummeriert haben. Also die Steine haben ihren Namen, ihre Nummer und sie sind vom Alphabet her durchbuchstabiert mit der Form bzw. der Funktion. Deswegen für alle, die Systemsteine kennen, achtet auf dieses schwarz-gelbe Viereck. Wir bangen dann natürlich hier mit der ersten Tüte uns nicht, sondern klemmen drauf los. Wir gehen die Bausteps durch, wir haben keine Seitenzahlen und der aktuelle Baustep ist immer der farblich hervorgehobene. In manchen Kästchen haben wir hier solche Anlegehilfen, das heißt, wir sehen, wie lange ist eine Stange oder wie lange ist eine Plate, das heißt, wir brauchen keine Noppen zählen. Ich gucke mal, ob ich hier ein Beispiel finde. Wenn man mal sucht, findet man nichts. Doch, hier haben wir es. Hier sehen wir eine 1x3er Plate, eine Flat Tile. Also wir brauchen hier keine Noppen zählen. Wichtig ist, dass wir in den kleinen Vierecken immer die Steine sehen und dass Pfeile uns den Weg weisen und wir manchmal so kleine Sonderhinweise bekommen, wie wir was zu nutzen haben. Wie gesagt, 282 Bausteps für unser Sonderkfz und die Tankette. Wir sehen schon, und deswegen habe ich etwas gestockt, ziemlich viele Bausteps. Das haben wir aber bei den Limited Editions in letzter Zeit immer häufiger, ziemlich viel reingequetscht, so dass wir nur eine Anleitung brauchen, ist ja eigentlich nicht verkehrt. Und auf den letzten Seiten haben wir dann die Steine, die wir in den ganzen Sets auf den Seiten davor verbaut haben. So können wir kontrollieren, ganz gut auch, dass Kobi jetzt hier die Buchstaben hat von den Sondersteinen am Anfang, ihr erinnert euch, so kann man das gut nachkontrollieren. Denn falls euch ein Stein fehlt, könnt ihr hier die Nummer raussuchen und es gleich hier unten bei Kobi auf der Webseite in deren Service-Tab dann monieren und euch die Steine nachliefern lassen. Und zum Schluss bekommen wir auch nochmal eine Bauhilfe für die 3 Minifiguren. Ja, viele Fakten warten jetzt auf uns bzw. auf euch, denn wir haben ja hier eine Menge zu erzählen. Entweder über das Sonderkfz 222, entweder über die TKS oder über den 1. September 1939. Lasst es euch auf den Ohren zergehen, seid überrascht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf ein ikonisches Fahrzeug der deutschen Wehrmacht, den Panzerspähwagen Sonderkraftfahrzeug 222. Dieses leichte Aufklärungsfahrzeug wurde ab dem Jahr 1936 in Serie produziert und blieb bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Einsatz. Entwickelt wurde es von der Firma Eisenwerke Weserhütte, während die Fahrzeugbasis auf dem leichten Einheitsfahrgestell von Auto Union und Büssing basierte. Insgesamt wurden etwa 1800 Fahrzeuge dieses Typs hergestellt. Mit einer Länge von 4,8 Meter, einer Breite von 2,1 Meter und einer Höhe von 2,18 Meter war der Spähwagen kompakt und wendig. Das Gesamtgewicht betrug rund 4,5 Tonnen, was für ein gepanzertes Fahrzeug relativ leicht war. Für den Antrieb sorgten verschiedene Motorvarianten. Die frühen Modelle waren mit einem 8-Zylinder-Vergasermotor von Horch ausgestattet, der 75 Pferdestärken leistete. Spätere Ausführungen erhielten einen stärkeren Motor mit 90 Pferdestärken, was die Geländegängigkeit und Geschwindigkeit verbesserte. Damit erreichte das Sonderkraftfahrzeug 222 eine maximale Geschwindigkeit von 70 km pro Stunde auf der Straße. Die Reichweite betrug etwa 300 Kilometer. Abhängig vom Gelände und der Treibstoffversorgung. Die Panzerung des Sonderkraftfahrzeug 222 war zwischen 8 und 13 mm dick. Sie bot Schutz vor Infanteriewaffen und Splittern, war jedoch gegen Panzerabwehrwaffen und stärkere Kaliber nur unzureichend. Die Bewaffnung war für ein Fahrzeug dieser Klasse durchaus beeindruckend. Als Hauptwaffe diente eine 2 cm Maschinenkanone vom Typ KWK 30, die sowohl gegen Infanterie als auch gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge effektiv war.
Zusätzlich war ein 7,92 mm Maschinengewehr vom Typ MG 34 verbaut, das gegen feindliche Soldaten und ungepanzerte Fahrzeuge eingesetzt wurde. Die Waffen wurden per Pedalen ausgelöst. Ein markantes Merkmal des Sonderkraftfahrzeugs 222 war sein offener Turm, der mit einem klappbaren Drahtgitter als Splitterschutz versehen war. Diese Konstruktion bot der Besatzung eine hervorragende Rundumsicht, stellte aber gleichzeitig eine Schwachstelle dar, da sie nur bedingt Schutz vor feindlichem Feuer und Granatsplittern bot. Die Besatzung bestand aus 3 Mann, einem Fahrer, einem Kommandanten, der gleichzeitig als Richtschütze diente, und einem Funker. Die Fahrzeuge waren mit Funkgeräten ausgestattet, was eine effektive Koordination mit anderen Einheiten ermöglichte. Durch den Heckantrieb hatte das Sonderkraftfahrzeug 222 in schwierigem Gelände Probleme mit der Traktion. Obwohl das Fahrzeug für seine Rolle gut geeignet war, wurde es im Laufe des Krieges zunehmend durch stärkere, besser gepanzerte Modelle ergänzt oder ersetzt. Dennoch blieb es bis 1945 im Einsatz, bevor modernere Designs wie Sonderkraftfahrzeug 234 Puma seinen Platz einnahmen. Das Sonderkraftfahrzeug 222 wurde hauptsächlich in den Aufklärungseinheiten der Wehrmacht eingesetzt. Diese spezialisierten Truppen waren darauf ausgelegt, feindliche Stellungen auszukundschaften, Gelände zu sichern und Informationen über gegnerische Bewegungen zu sammeln. Besonders in den Panzeraufklärungsabteilungen der Panzerdivisionen und motorisierten Infanteriedivisionen spielte es eine zentrale Rolle. Die Fahrzeuge operierten oft in kleinen Spähtrupps, die vor der Hauptstreitmacht agierten, um Straßen, Brücken und Dörfer auf Feindaktivitäten zu überprüfen und schnelle Meldungen über Truppenbewegungen zu liefern. Neben der regulären Wehrmacht setzten auch die Waffen-SS und teilweise sogar die Luftwaffe das Sonderkraftfahrzeug 222 ein. In den SS-Panzeraufklärungsabteilungen war es Teil motorisierter Verbände, die sowohl an der Ost- als auch an der Westfront kämpften. Einige Fahrzeuge wurden zudem von den Felddivisionen der Luftwaffe genutzt, die zur Bodenunterstützung aufgestellt wurden, wobei ihr Einsatz hier weniger verbreitet war. Das Sonderkraftfahrzeug 222 kam in fast allen großen Feldzügen des Zweiten Weltkriegs zum Einsatz. Während des Westfeldzugs im Jahr 1940 unterstützten Spähtrupps den Blitzkrieg in Frankreich und den Niederlanden, indem sie schnelle Vorstöße der Panzerdivisionen begleiteten. Besonders geschätzt wurde das Fahrzeug im Afrikafeldzug, wo es unter dem Kommando von Erwin Rommel eingesetzt wurde. Seine Schnelligkeit war in den weiten Wüsten Nordafrikas ein Vorteil, allerdings stellte der tiefe Sand oft eine Herausforderung dar und die leichte Panzerung erwies sich gegenüber feindlichen Panzern und Panzerabwehrwaffen als unzureichend. An der Ostfront war die offene Bauweise ein Nachteil, da sie wenig Schutz vor Kälte und Splittern bot. Zudem zeigte sich das Sonderkraftfahrzeug 222 auf schlammigen oder schneebedeckten Straßen als problematisch, da der Heckantrieb die Geländegängigkeit stark einschränkte. Im Laufe des Krieges wurde das Sonderkraftfahrzeug 222 zunehmend durch modernere Fahrzeuge ersetzt. Dennoch blieb das Sonderkraftfahrzeug 222 bis zum Ende des Krieges im Dienst, vor allem für Sicherungsaufgaben, Aufklärung in rückwärtigen Gebieten und als Unterstützung für Einheiten der zweiten Linie. Das war mein Überblick über das Sonderkraftfahrzeug 222. Lasst ein Like da, wenn euch der Speedbuild gefallen hat, und schreibt in die Kommentare, welches Fahrzeug ich als nächstes vorstellen soll. Nun viel Spaß beim eigentlichen Klemmbaustein-Review. Nach fast 3 Stunden Bauzeit steht die Limited Edition, die wir im März 2025 von Kubey bekommen haben, auf den Bautisch. Natürlich aus der Historical Collection World War II, das Kubey Set 2656, das Sonderkfz 222 versus die TKS Tankette im Maßstab 1:28 und
824 Steinchen. Ja, ich habe für 824 Steinchen 3 Stunden gebraucht. Warum, weshalb, wieso, zeige ich euch gleich. Wichtig, zuerst klären wir ab, welche Nummer habe ich hier. Die 934. Ich bin schon lange raus aus dem Game, die niedrigste Nummer zu bekommen. Mir ist wichtig, das Set zu bauen und euch dann zu präsentieren. Hier die Unterschrift von dem Mann mit dem besten Job der Welt, vom Chef von Kobi. Dann schauen wir uns mal die Anleitung an, denn da möchte ich euch etwas zu sagen. Ich muss sagen, ich finde es zwar cool, dass wir jetzt das Kartondesign, ihr seht es 1:1 auf den Anleitungen von Kobi gespiegelt haben, aber dafür finde ich es innen drinne etwas, ja, trister und vollgepackter. Klar haben wir hier ja 2 Fahrzeuge und drumherum in einer Anleitung, aber ich finde diese Unterteilung in diesen Vierecken irgendwie ein bisschen zu schlicht. Da lobe ich mir doch das grün umrandete, das wir sonst bei manchen Kobi-Anleitungen kennen. Sonst alles gut zu bauen, außer hier, da kommen wir später noch zu, die Seitenverkleidung mit der Snot-Technik bei dem Sonder-Kfz 222. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich will euch den Baustep 13 noch zeigen bei der TKS, denn da gab es etwas Interessantes, was mir aufgefallen ist. Hier sieht man, dass man eigentlich diese Tubes mit den Klemms in die Steine stecken soll. Das sieht gerade aus, sieht man ja auch hier. Und das geht gar nicht so einfach, weil diese Tubes haben hier so leichte Gussgrate und die verziehen sich sowieso. Also manchmal kommt man sie echt schwer in das Loch rein und wenn man es dann reinsteckt, gerade verzieht sich diese C-Clamp an dieser Bar, einfach weil wir hier immer so ein bisschen Gussreste haben. Was aber dann gar nicht schlimm ist, weil man sieht es am Baustep 14, dass man sie schräg stellen soll, weil hier eine Stange rüberkommt, der Kettenspanner, glaube ich, von diesem Fahrzeug. Also von daher nicht wundern, ich habe mich hier echt aufgerieben und hätte dann einfach nur hier gucken müssen, ist es schräg, von daher wäre das darauf achten, dass ich das gerade reinkriege und dann umbiege, hier gar nicht nötig gewesen. Das zur Anleitung, sonst wie eine Kobi-Anleitung baut es sich gut weg. Nur, und da kommen wir gleich später zu, achtet hier auf die Steineauswahl, gerade auf diese Mini-Dreieck-Slopes, hier D und C. Die haben mich echt Zeit gekostet bei dem Sonder-Kfz 222. Ja, typisch Limited Edition. Wir bekommen ein gelasertes Typenschild auf einer Teil. Hier steht dann auch immer die Nummer drauf, die sich auf dem Zertifikat widerspiegelt, die 934. Und das Set kommt im Maßstab 1:28 daher. Hochglanz, wie gesagt, gelasert, das spürt man auch so ein bisschen. Aber ja, Kobi, schwarze Fliesen nehmen immer ganz gerne den Teig der Finger auf. Deswegen nicht wundern, wenn das hier so verschmiert wirkt. Und kommt natürlich an einem Hinge, auch hier als Teil gehalten. Ich packe es wieder weg. Übrigens nicht wundern, dass ich hier den Schlagbaum und den Panzer 2 in der Ausführung B vom Kobi-Set 2596 mit auf den Bautisch gestellt habe. Hat den Grund, dieses Set wird ja auch als 1. September 1939 mitgehandelt, beziehungsweise hat bei Kobi einen ähnlichen Untertitel. Und dieses Set hier mit dem Panzer 2 und dem Schlagbaum war ja auch in den Anfangstagen des Zweiten Weltkriegs so verortet. Deswegen dachte ich mir, passt es ganz gut auf den Bautisch. Und ihr könnt bisher so die Farben hier mal vergleichen, beziehungsweise die weißen Markierungen, die ja für den Polenfeldzug hier standen. Einfach nur, um euch ein bisschen besseren Rahmen zu bieten. Und Rahmen zu bieten passt ja auch, weil wir haben natürlich auch in diesem Set diesen neuen Kobi-Teile-Trenner, den ich cool finde, weil er einfach massiv ist. Damit kriegt man gut Steine ab. Habt ihr auch in dem Video gesehen. Hier ganz normal die Hebelfunktion. Wir haben hier diesen langen Turm, diesen Bar, um wirklich Bügelperlen mal rauszudrücken. Und wir können auch hier einfach eine Skala ablesen. Dann brauchen wir nicht wirklich zählen. Die Noppen, das finde ich ganz klasse. Also dieser neue Kobi-Teile-Trenner hat es mir richtig angetan. Dann haben wir natürlich einige Steine über, ein Bügelperlen-Applikator, Bügelperlen, hier so Haken, ein Kettenglied und ein paar kleine Bars. Und eigentlich haben wir noch mehr Steine über, denn wir haben für das Pferd, was ja auch mit in diesem Set ist, hier 2 Rounded Slopes, also diese Steine, die abgerundet sind, einmal eins, damit wir hier da das Pferd zumachen können und nicht wie bei früheren Kobi-Sets die Figur einfach mitten im Pferd steht. Also wir können das Pferd auch normal quasi ausliefern, benutzen wie im Normalzustand. Dann mache ich es aber mal ab,
Dann seht ihr nämlich hier einmal die Steine, die verbaut sind und dass das Pferd eine Noppenaufnahme hat. Warum? Weil das Pferd ja eigentlich mit einem Sattel kommt. Und jetzt nicht wundern, an diesem Sattel, da hängen ja Beine dran. Der Sattel geht immer so ein bisschen schwer drauf, man muss hier so ein bisschen biegen und dann könnte man es versenken. Und das Biegen ist so ein bisschen das Problem. Man sieht es vielleicht hier an den Schuhen hier. Bei der Aufnahme der Stiefel hat der Sattel schon Stressmarken. Also das ist ein bisschen schade. Da übrigens die Aufnahme. Wir packen das dann hier so drauf, dann hat unser Pferdchen einen Sattel und wir können dann den Torso der polnischen Kavalleriefigur hier oben drauf stecken. Und ihr seht schon, der Stiefel hier fällt sogar so ein bisschen raus. Das kommt sicherlich durch die Stressmarke. Also natürlich ein interessantes System. Wenn der aber Stressmarken bekommt, finde ich es nicht so gut. Dann schauen wir uns gleich mal die Kavalleriefigur an, um ihn dann draufzustellen. Generell, wie immer in so einer Limited Edition, tolle bedruckte Figuren. Wir sehen hier wirklich Details mit den polnischen Kragenspiegeln in weiß. Hier dieses Rosa für die Kavallerie und das polnische Hoheitsabzeichen. Der Herr guckt natürlich angespannt. Es ist dieses neue beige-grün, was Kobi jetzt hat. Und wir haben hier einen Holster für das Gewehr. Und um den Herrn jetzt zu einem richtigen Kavalleriemann zu machen, nehmen wir die Beine ab, legen sie an die Seite und packen dann hier die Tube in die Öffnung. Und so schon haben wir hier die Beine am Sattel runterbaumeln und haben unseren Herrn auf dem Pferd. Das Pferd hat natürlich auch hier in den Hufen solche halben Noppenaufnahmen. Somit können wir dann auch das Pferd auf eine Plate stellen. Ja, das war unser polnischer Infanterist bzw. Kavallerist. Hier kommt unser polnischer Panzerfahrer mit einer tollen Uniform. Richtig gut bedruckt. Ich habe es euch ja gerade schon gesagt, das wird bei Kobi immer besser. Wir haben die Handfeuerwaffe, die sogar hier auch bedruckt ist, beziehungsweise der Gurt, wo sie reingehangen wird und auch die Bänder für den Hals, damit sie nicht verloren geht. Wir haben hier mit einem typischen Kobi-Rock-Teil diesen Mantel wirklich gut dargestellt. Also hier unten ist eigentlich ein Rock, dann hier oben der ganz normale Oberkörper von Kobi-Figuren. Also eine richtig toll bedruckte Figur, die richtig so diese frühen schwarzen Ledermäntel, die ja viele Panzerfahrernationen hatten, in Frankreich gab es die ja auch zum Beispiel, gut widerspiegeln. Das gefällt mir. Eine tolle Figur. Und dann das Gegenstück, unseren deutschen Offizier. Man sieht viel Lametta, ein eisernes Kreuz, hier Schützenschnur oder sowas ähnliches. Hier oben die Kordel, Dienstglas, graue Hose und der Herr guckt etwas, ja auch angespannt daher, typisch blaue Augen und hinten nicht bedruckt. Diese Figur ist nicht die schönste im Vergleich zu den anderen beiden Figuren, muss ich sagen. So, aber wir sprechen ja hier eigentlich nicht über die Figuren, sondern wir sprechen natürlich über die Tankette und das Sonderkfz 222. Schauen wir uns zuerst die TKS an. Und hier seht ihr schon, was ich meinte vorhin, als ich euch die Anleitung gezeigt habe. Hier sind diese schrägen Bars mit den Clamps und da mit einer großen Bar drinne, wahrscheinlich Kettenspanner oder ähnliches. Ihr dürft mich da gerne ergänzen in den Kommentaren. Finde ich cool. Wir haben hier sehr bunte Bautechnik, also sehr viel Tarnfarben unterschiedlich und sehr tolle Drucke und hier unten sogar gummibereifte Räder. Die Kette lässt sich nur semi-gut rollen, liegt daran, dass sie sehr nah hier an diesen dünnen Fliesen liegt. Und auf meinem Bautisch geht es eh nicht so gut, weil der einfach zu glatt ist. Trotzdem haben wir tolle Drucke. Hier das Abzeichen der Einheit, hier verschiedene Klappen, hier auch wieder Nieten, das Abzeichen der Einheit und Motorraumabdeckung, sowie, dass wir hier so ein bisschen gebauten Motor sehen, Steuerung, Ersatzrad und Werkzeug, sowie die Bewaffnung, Spaten. Und hier oben in dieser Klappe können wir dann trotzdem noch die Figur rein buxieren. Und dann steht sie da oben drinne. Richtig cool. Mir gefällt diese kleine Tankette ganz gut. Ihr seht da auch noch links das Okular. Und von unten die typische Bauweise, wie man es bei Kobi so macht, wie man so Panzerchen baut. Und die Schutzbleche hier mit C-Clamps auch ganz cool gelöst. Also mein kleiner heimlicher Favorit in diesem Set, denn ich habe euch gesagt, das Sonderkfz 222 hat mich Nerven gekostet. Es rollt allerdings dafür sehr gut hier auf meinem Bautisch. Es sieht auch gut aus. Wir haben tolle Drucke, wobei ich sagen muss, dieses Rot-Braun, das hier so etwas fast milchig daherkommt, gefällt mir nicht so gut wie dieses Schokoladenbraun, zum Beispiel bei der 2596, dem Panzer II in der Ausführung B. Das gefällt mir irgendwie besser. Dieses, ja, Tarnmuster, diese Farbgebung
ist okay, aber irgendwie fände ich es schon cool, wenn Kobi da die Sets irgendwie, wenn sie thematisch schon gleich sind, irgendwie gleich lässt. Wenn das hier aber näher am Original ist, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe da keine Quelle zu gefunden. Wir haben tolle Drucke, die so ein bisschen untergehen bei den dunklen Steinen. Hier das weiße Balkenkreuz, was ich erwähnt habe. Details wie Kanister, hier Gitter zur Lüftung des Motors, die Abgasanlage, hinten auch Klappen. Natürlich ganz massiv diese riesengroßen Spaten. Wir haben hier unten ein Seil, das man gar nicht so richtig festknoten braucht. Das ist so ein typisches Kobi-Seil, was mit einer ja, fast klebenden Flüssigkeit getränkt ist. Ich habe es einfach rumgewickelt und dann hält das auch. Wir haben eine Stange, wir haben die bedruckten Scheinwerfer und wie gesagt diese großen Spaten, da wollte ich drauf hinaus. Und diese großen Transclear-Teile, die bedruckt sind mit grauen Gitter, denn hier oben der Turm war ja, wie in den Fakten erwähnt, mit Gitterklappen beschlossen oder beziehungsweise geschlossen. Da haben wir auch die Bewaffnung. Wir können die Figur hier nur lose reinstellen. Das Maschinengewehr und der Turm ist, und den nehme ich mal ab, weil ich möchte euch gerne die Bauweise zeigen, hier ganz normal auf so Drehplates umgekehrt gesetzt. Wir sehen hier ganz viel Baurichtungsumkehr und ja, hier seht ihr auch, dass wir hier den Snot-Konverter verbaut haben, ganz viele, und dann hier quasi plattenweise die Verkleidung, diese ja, ovale Schräge dran gebaut haben, fast ja ein Oktagon, und diese Dreiecksteinchen hier, diese Dreieckslopes, die waren für mich so ein bisschen das Verhängnis, weil man muss die richtigen setzen, auch hier hinter den Radkästen bzw. bei dem Schutz, weil sonst passt er gar nicht drauf oder die Räder passen auch gar nicht drauf. Deswegen ganz, ganz wichtig, die erste Seite der Anleitung lesen und auch die Steine richtig zuordnen, denn sonst passt es nicht. Und das hat bei mir nicht so gepasst. Ich habe da einen Stein über gehabt, habe ihn dann weggelassen und habe es dann später korrigiert. Aber bei diesem Fahrzeug habe ich am längsten gebraucht. Auch weil dieses Dransetzen hier dieser Verkleidung bei mir auch nicht gepasst hat so richtig. Man muss da so ein bisschen aufpassen. Hier sieht man es so, dass man es genau auf die Tubes trifft. Braucht ein bisschen Kraft und dann hat es gepasst. Trotzdem ein schönes Fahrzeug. Die Steine sind halt ein bisschen der Punkt, auf den man das Augenmerk legen muss. Und die Farbe gefällt mir halt sonst nicht so gut. Bis jetzt das Set oder das Kobi, ja, Teil eines Sets, muss man ja sagen, der mir am meisten Zeit, glaube ich, geraubt hat, so in einem Video, wenn ich mal drüber nachdenke, und der mir auch dann am wenigsten Spaß gemacht hat. Trotzdem, so wie es hier steht, ist es cool und ich glaube, es kann auch als Baupause, beziehungsweise nicht als Baupause, als Blaupause, das fasst ja viel besser, dienen für viele weitere Sonder-Kfz, die es da gab. Also thematisch passt es super, es rollt super, es sieht auch dann am Ende des Tages gut aus, aber so richtig Spaß gemacht, gebockt hat es mir nicht. Highlight für mich im Set ist der Kavallerist und natürlich unsere kleine Tankette. Beide Sets bekommt ihr ja noch einzeln von Kobi, also ihr braucht gar nicht unbedingt die Limited Edition. Bei der Tankette bekommt man sogar eine 2-in-1 Version, also man bekommt eine deutsche Beute-Version und eine polnische Version. Das finde ich ganz interessant. Und für alle, die sich jetzt wundern, hey, es gab ja gar keine Fakten zur TKS, naja, die bekommt ihr natürlich jetzt, wenn ihr nochmal Detailbilder euch anschaut, denn ich liefere ja immer Detailbilder noch einmal, damit ihr wirklich alle Details auch seht und auch mal euch unabhängig von dem, was ich euch gerade gesagt habe, da einfach mal ein Bild machen könnt. Und da gibt es dann natürlich Fakten zur TKS. Und danach schauen wir uns einfach zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Die TKS war eine leichte, gepanzerte Tankette, die in den frühen 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in Polen entwickelt wurde. Sie basierte auf dem britischen Carden Loyd Tankettendesign und diente als Aufklärungs- und Unterstützungsfahrzeug für die Infanterie. Die Produktion begann im Jahr 1931 und lief bis ins Jahr 1939. Insgesamt wurden etwa 260 Exemplare gebaut. Die TKS wog etwa 2,4 Tonnen und wurde von einem Benzinmotor mit 40 Pferdestärken angetrieben, was ihr eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 40 Kilometern pro Stunde ermöglichte. Ihre Panzerung war zwischen 6 und 10 mm dick, was sie gegen Infanteriewaffen schützte, jedoch anfällig für stärkere gegnerische Panzerabwehr machte. Die Bewaffnung bestand ursprünglich aus einem 70 mm schweren Maschinengewehr, später wurde jedoch eine Variante mit einer 20 mm Maschinenkanone eingeführt, die sogar in der Lage war, feindliche Panzer zu bekämpfen.
Besonders bekannt wurde die TKS im September des Jahres 1939, als eine polnische Tankettenbesatzung mit einer 20 mm Kanone einen deutschen Panzer vom Typ Panzerkampfwagen 4 ausschaltete. Die TKS wurde nicht nur von Polen, sondern auch von Estland und Lettland genutzt und später auch als Beutefahrzeug in der Wehrmacht, der UdSSR und Ungarn. Obwohl die TKS aufgrund ihrer leichten Panzerung und begrenzten Feuerkraft im direkten Kampf oft unterlegen war, spielte sie eine wichtige Rolle bei Aufklärungsmissionen und Überraschungsangriffen. Heute ist die TKS ein Symbol für den polnischen Widerstand und ein beliebtes Sammlerstück in Militärmuseen. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass, wenn ihr das seht, ich wahrscheinlich wieder am Bautisch sitze oder am Schneide-PC und für euch das nächste Review fertig mache. Fertig machen hat mich so ein bisschen der Bau der 222, weil ich nicht auf mich selber gehört habe und mir die Legende in der Anleitung richtig angeschaut habe. Ich sag's nochmal, achtet hier auf die Steinchen. Bautechnisch sonst natürlich wie immer Kobi Top Notch, hat Spaß gemacht. Bisschen hasse ich, das wisst ihr, diese geölten Leinen. Das werde ich auch bei diesem Set hier wieder als Minuspunkt für mich verbuchen. Aber wir haben hier eine Neuauflage zweier Sets, die es bei Kobi schon mal gab, in einer Limited Edition für den Preis einer normalen Limited Edition aus der guten alten Zeit, wo wir dann wahrscheinlich einen Panzer drin hatten, keine 1000 Steine und wie gesagt um die 60, 70 Euro bezahlt haben. Jetzt haben wir halt hier zwei Fahrzeuge und sogar ein Pferd, also eigentlich sogar drei Fahrzeuge, wenn wir vom PS ausgehen, in dieser Limited Edition. Lasst mich wissen, was ihr von diesem Set haltet. Schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch geschichtliche Ergänzungen habt, gerne auch in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, das hier ist eine Gemeinschaftsarbeit. Habt ihr noch was? Wenn euch noch was aufs Herzen liegt, dann gerne einfach dazufügen. Dafür sind die Kommentare da. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch freuen und ich würde mich richtig freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, denn die meisten Zuschauer auf meinem Kanal lassen kein Abo da. Ihr seht es hier gerade in den Statistiken. Trotzdem wünsche ich euch natürlich wie immer eine gute Fahrt. Es hat wie immer Spaß gemacht, hier ein Video für euch zu machen. Und ich sage nur teilweise eine gute Fahrt, denn wir müssen ja auch hier Hotte Hü sagen. Ich weiß gar nicht, was der Pferdegruß ist, Horrido oder so, weil wir haben ja auch ein Pferdchen hier. Also einen guten Ausritt, eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.